Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Quick-Tipp zu Evony. Heute soll es um die Dienstgeneräle, also die Duty Generals gehen. Ihr könnt in Evony euren unterschiedlichen Gebäuden ja jeweils Dienstgeneräle zuordnen. Diese Dienstgeneräle sorgen dann dafür, dass ihr, je nach Gebäudetyp, ganz spezielle zusätzliche Buffs bekommt. So seht ihr hier bei meinem Bogenschützenturmoffizier, dass ich, wenn ich so einen Bogenschützenturmoffizier zugeordnet habe, einen Buff bekomme, der meinen Angriff vom Bogenschützenturm verstärkt. Entsprechendes gilt ja auch für die anderen Gebäude. Wenn ihr zum Beispiel beim Krankenhaus einen solchen Offizier einsetzt, erhöht sich meine Lazarettkapazität und meine Heilungsgeschwindigkeit wird beschleunigt. Das könnt ihr mit fast allen euren Gebäuden in eurem Keep machen und den Gebäuden Dienstoffiziere zuordnen. Dabei ist es übrigens möglich, dass ihr ganz beliebige Generäle den Gebäuden zuordnet. Es gibt aber, wie wir gleich sehen werden, auch Spezialoffiziere, die Spezialfähigkeiten haben, wenn sie entsprechend eingesetzt werden. Aber grundsätzlich könnt ihr in jedem Gebäude einen beliebigen General als Dienstoffizier einsetzen. Jetzt gibt es aber noch weitere Besonderheiten. Es gibt für diese Dienstoffiziere unterschiedliche Ränge. Und je höher der Rang, desto höher die Buffs. Welche Ränge es gibt, könnt ihr zum Beispiel sehen, wenn ihr bei einem Gebäude auf das kleine i hier oben für weitere Informationen klickt. Dann bekommt ihr eine Übersicht über die verschiedenen Ränge, die eure Dienstoffiziere bekleiden können. Dies beginnt mit dem Junioroffizier, dann kommt ein Mitteloffizier, ein Senioroffizier, noch ein Spezialoffizier und ein Superoffizier. Und je höher der Rang, desto höher die Buffs. Ihr seht hier bei meinem Bogenschützturmoffizier, wenn ich einen Junioroffizier habe, dann erhöht sich mein Angriff des Turms um 60%. Bei einem Senioroffizier schon um 120% und bei einem Spezialoffizier sogar um 150%. Was ihr in dieser Übersicht aber auch seht, es gibt bestimmte Voraussetzungen für diese Offiziere, damit sie den jeweiligen Rang bekleiden können. Und hier seht ihr als Voraussetzung, das ist übrigens nur eine der Voraussetzungen, die Offiziere müssen ganz bestimmte Werte in ihren Fähigkeiten erreicht haben. Ihr seht hier, dass hier für einen Junior-Bogenschützenoffizier es erforderlich ist, dass dieser mindestens die Fähigkeitsstärke 500 für die Abwehr und 450 für den Angriff hat. Diese Werte könnt ihr normalerweise erhöhen über die Funktion der Kultivierung der Generäle. Wenn ihr eure Generäle kultiviert, erhöhen sich die einzelnen Bereiche wie Politik, Abwehr, Angriff und Führung. Also es gibt hier bestimmte Voraussetzungen und die erhöhen sich. Bei einem Mittelbogenschützenturmoffizier brauche ich schon den Wert 850 bei Abwehr und 800 bei Angriff. Soweit, so gut. Jetzt seht ihr aber auch, dass die höheren Ränge eines Spezialoffiziers oder eines Superoffiziers nicht nur die Kultivierungsfähigkeiten hier für Angriff und Abwehr Voraussetzungen sind, diese brauchen auch eine ganz bestimmte Gesamtmacht. Also ein Spezialbogenschützenturmoffizier braucht insgesamt schon mal eine Macht von 3.100.000. Wenn ich also meinen Offizier in einen dieser Ränge befördern möchte, muss ich zunächst einmal dafür sorgen, dass er verschiedene Anforderungen erfüllt. Das kann ich eben über die Kultivierungsfunktion erreichen und für die Bereiche Abwehr und Angriff geht es im Wesentlichen auch nur über diese Kultivierungsfunktion. Um hier die erforderlichen Werte schneller hochsetzen zu können, empfiehlt es sich beim Kultivieren nicht über die Goldkultivierung, sondern über die Kultivierung mit den Diamanten zu gehen. Hier seht ihr den Punkt, bilde 10-fach aus. Dann kostet das für 10 Mal Kultivieren die entsprechende Anzahl an Diamanten. Aber hier könnt ihr einstellen, welche Bereiche ihr besonders kultiviert haben möchtet. Und ich nehme jetzt hier nur mal die Bereiche Angriff und Verteidigung. Die anderen Werte interessieren mich nicht für diesen Dienstgeneral. Den Punkt insgesamt, Angriff und Verteidigung, den Punkt insgesamt nehme ich dafür weg
Und jetzt kann ich sagen, erhöhe bitte diese Werte entsprechend. Er bildet mir jetzt entsprechend nur diese Werte, die ich gewählt habe, aus, nicht die anderen Werte, die ich sonst teuer mitbezahlen müsste. Also kann ich nach und nach die entsprechenden Werte für Angriff und Abwehr hochkultivieren, kostet mich aber Diamanten. Jetzt habe ich aber auch noch die höheren Anforderungen hier für die Spezial- und Superoffiziere. Die haben die Anforderung, dass sie eine bestimmte Macht insgesamt erreichen sollen. 3.100.000, das ist schon nicht so wenig. Und da gibt es ein kleines Problem. Schauen wir uns dafür mal meinen Bogenschützenturm Offizier an. Ihr seht, ich habe ihm keinerlei Ausrüstungsgegenstände wie Waffen, Rüstung und so weiter zugeordnet. Er hat auch keinen Drachen oder kein spirituelles Biest zugeordnet bekommen. Das wäre nämlich eine völlige Verschwendung. Ausrüstungsgegenstände und spirituelle Biester bzw. Drachen haben keinerlei Wirkung bei den Dienstoffizieren. Es wäre völlig überflüssig und damit Verschwendung, dort solche Ressourcen zuzuordnen. Das gilt allerdings nicht für den Hauptverteidigungsgeneral und seinen Stellvertreter. Das sind keine Dienstoffiziere, da haben die Ausrüstungsgegenstände und Drachen bzw. die spirituellen Biester ihre Wirkung. Nicht jedoch bei den Dienstgenerälen. Das gilt übrigens genauso für die Fähigkeitsbücher. Diese entfalten für den Dienstgeneral keinerlei Wirkung. Eine Besonderheit gibt es jedoch bei den Spezialoffizieren, so wie mein Banshao hier. Der bringt ja in seinem ersten Fähigkeitsbuch eine besondere Fähigkeit mit. Diese entfaltet Wirkung, wenn er seinen Posten hier im Turm einnimmt. Alle anderen Fähigkeitsbücher haben keinerlei Wirkung. Ihr seht hier in meinem Fall, dass ich diesem Offizier auch kein spirituelles Biest zugeordnet habe. Er hat auch keinerlei Ausrüstungsgegenstände. Er hat allerdings hier unten von mir Fähigkeitsbücher zugeordnet bekommen. Normalerweise eine Verschwendung. Ich hatte diesen General jedoch in seiner Zeit bis zu seinem Einsatz im Turm als Bürgermeister einer untergeordneten Stadt eingesetzt, zum Hochleveln. Und ab und zu auch so in Angriffen mitlaufen lassen. Da konnte ich diese Fähigkeitsbücher einsetzen. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch genug von diesen Fähigkeitsbüchern, die ich hier zugeordnet habe. Aber ansonsten, Fähigkeitsbücher entfalten für die Dienstgeneräle keine Wirkung. Diese zuzuordnen wäre Verschwendung. Nun ist es aber hier gerade so, dass wir insbesondere die Fähigkeiten der Fähigkeitsbücher und noch viel mehr die Ausrüstungsgegenstände und zusätzlich eventuell Drachen oder spirituelle Biester für die Erhöhung der Gesamtmacht des Generals sorgen. Und ihr braucht jetzt für die Ränge Spezial- oder Supergeneral ja eine hohe Gesamtmacht. Diese wird er aber nicht haben, weil ihr ja richtigerweise keine Fähigkeitsbücher, keine Ausrüstungsgegenstände, keine Drachen oder spirituellen Biester zugeordnet habt. Wie bekomme ich jetzt also die Gesamtmacht dieses Generals hochgesetzt, ohne hier unnötig meine Zeit bzw. meine wertvollen Ressourcen zu verschwenden? Dafür hilft folgender Trick. Ihr müsst zunächst einmal, wenn ihr euren General schon in einer Stufe als Dienstgeneral eingesetzt habt, diesen aus dieser Stufe entlassen. Das ist immer erforderlich, wenn ihr ihn befördern wollt. Eine Beförderung in einen höheren Rang erfolgt nie automatisch. Ich entlasse also mal meinen Bogenschützenturmoffizier aus seiner aktuellen Stufe. Jetzt könnt ihr euren Dienstoffizier Ausrüstungsgegenstände eines anderen Generals für kurze Zeit zuordnen. Ihr leiht euch quasi von einem eurer Top-Generäle die Ausrüstung, bekommt er ja später wieder. Das gleiche gilt auch für seinen Drachen oder sein spirituelles Biest. Diese Gegenstände ordnet ihr eurem Dienstgeneral zu. Und ihr seht sofort, wie sich seine Macht entsprechend erhöht hat. Jetzt könnt ihr diesen General dem neuen Rang der neuen Stufe zuordnen, ihn quasi befördern.
und, wie in meinem Fall, als Spezialbogenschützengeneral einsetzen. Der bringt hier dann immerhin einen Angriffsbuff für den Turm von plus 150% mit. Das ist schon ganz ordentlich, oder? Das Gute dabei ist, und so funktioniert der Trick, anschließend könnt ihr die gesamte Ausrüstung und auch das spirituelle Biest oder den Drachen von dem General wieder entfernen und eurem alten General zuordnen. Das hat keine Auswirkung auf den aktuellen Rang eures Dienstoffiziers. Er wird weiterhin in diesem Rang bleiben. Auf diesem Weg könnt ihr relativ schnell und billig eure Dienstoffiziere möglicherweise um einige Ränge befördern. Es gibt allerdings noch einige Besonderheiten. Wenn sich durch die Zuordnung eines Drachens die Werte des Generals für die Bereiche Abwehr und Angriff erhöhen, was an sich ja sehr schön ist, gilt diese Erhöhung nicht für den eigentlichen neuen Zielwert mit. Das ist eine Besonderheit bei der Erhöhung der Kultivierungswerte durch Zuordnung eines Drachens. Und zweitens, es gibt noch eine Reihe weiterer Parameter als Voraussetzung für die Ernennung in einem bestimmten Rang. Diese sind hier allerdings leider nicht aufgeführt. Unvollständige Informationen liefern, das kann Evony ja leider sehr gut. Im Folgenden habe ich euch mal eine Liste erstellt der Parameter, die Voraussetzungen sind für die Ernennung von Generälen in bestimmte Ränge. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass man bei der Benutzung dieses Tricks eine ganze Reihe von Ressourcen sparen kann, um eure Dienstgeneräle schneller in höhere Ränge zu bekommen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig helfen und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit Evony.